Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Vampyr. Im letzten Part haben wir mit ein paar von den Leuten uns hier unterhalten und haben Informationen gesammelt, das nicht wirklich viel geholfen hat. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Ja, mal über die Docs reden. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. I think drink no longer stirs me. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Ja, wenn sie Angst haben, warum gehen sie dann nicht? If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Ja, aber vor der Taverne liegt eine Leiche. Haben wir gesehen. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. This place seems, how shall I put We get people of... Das wollte ich nicht. Ich wollte echt eine persönliche Fragen. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Natürlich. Gut. Also die Informationen haben wir schon eigentlich erfahren, wo der sich aufhält oder aufhalten sollte. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Ja, mit Tom haben wir schon gesprochen. Und wir haben hier noch ein paar Aufträge erhalten. Schauen, was sind denn die? Das ist da unten. Das ist bei den Westdocs. Und das ist auch bei den Westdocs. Ja, und das ist auch hier unten, okay. Ja, manche Westdocs sollten wir so noch. Mal schauen, es gibt ja sicher noch ein, zwei Personen, mit denen wir nicht gesprochen haben hier. Wie man eindeutig sieht. Allerdings sind schon wieder zwei. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No,
It's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Ja, ist trotzdem hier nicht wirklich ein sicherer Ort, selbst wenn man hier vielleicht die Leute kennt und die Straßen kennt. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Und er hat Blutarmut. Die können wir auf jeden Fall behandeln, theoretisch. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Ja, das haben wir schon gehört. Dass es da Probleme gibt. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Die haben ja auch schon ein bisschen was gehört. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. You know a man who lives in this part of town, a man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long, Rufus. Be careful. Take care. Ja, das wissen wir, dass Tom so ziemlich alles hier weiß. Ja, um welche Person es sich handelt. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Sogar Leute, die dich scheinbar kennen mögen, vertrauen trotzdem Tom. Deswegen wundert mich so ein bisschen, dass Hampton hier die Stütze ist von den Docs und nicht Tom. Aber würde eigentlich ein bisschen besser passen. Aber okay. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile.
No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Okay. Also die Fragen können wir nicht stellen, da haben wir nichts. Goodbye, Mr. Fishburne. Er hat auch einen Auftrag für uns. Oh, das ist sogar hier irgendwo in dem Gebiet. Komm ich hier rein? Okay, kommen wir zu der Brücke. Beziehungsweise nach da hinten, wo wir am Anfang im Massengrab waren. Schauen sich sonst noch irgendwelche Leute hier hinten. Einmal nicht. Ja, das der Halskette wird wahrscheinlich auch zufällig sein, wo die ist. Oder wahrscheinlich nicht zufällig, aber ist halt doof, dass man der Vampyrsicht nicht alles sieht, trotz allem. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Okay. Die ging einfach zu überzeugen. Ah ja. Warum sollte man uns auch nicht reinlassen? Wir sind doch so vertrauenswürdig. Wir plündern auch nicht das ganze Haus oder so. I'm not sure the epidemic. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Haben wir ja schon gemerkt, dass der nicht jeden mag. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding.
How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Ja, die merken natürlich jeder seine eigenen Probleme. Und da fehlen mir nicht Hinweise. Na gut. Vielleicht weiß sie ja irgendwas über Hampton noch. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Ja, die Informationen, wie gesagt, haben wir eigentlich schon. Und hier sind halt trotzdem noch immer 6 Leute irgendwo versteckt. Na gut. Dann sollten wir vielleicht zum Western Docks gehen. Was war das noch mit der Karten? Das war auch bei den Western Docks. Ich weiß halt nicht, ob die separiert zählen oder ob das quasi das gleiche Gebiet ist. Ja, wenn es das gleiche Gebiet zählt, sollte es eigentlich auch heißen, dass die Leute, die uns jetzt noch fehlen, wahrscheinlich da drüben sind. Umschauen. Ja. Uns damals nicht wirklich umgesehen. Okay, sonst hat hier nichts zurückgelassen, so wie es aussieht. Man kann ja auch nirgends hin. Na gut. Das soll nicht stören. Hier ist auch kein Weg. I cannot enter. Die Tür ist geschlossen. Na gut. Wie gesagt, dann gehen wir da, wo wir uns dahin zurück, wo wir uns den ersten Zwischenfall mit den Skull damals hatten. Dem, wie gesagt, das mit der Kette. Da habe ich keine Ahnung, wo die sein soll. Oder ob ich irgendwas übersehen hätte. Ich wollte gerade sagen, dass sie nicht gut aus. Vor allem ist das Ding vom Level her so hoch.
Okay. Moment. Oranges Waffeln. Oder so. Okay. Das war doof. Aber dass ich da direkt in irgend so ein High-Level-Ding reingelaufen bin, war halt auch ungünstig. Man hätte gern noch weiter gegen die im Wachritter kämpfen dürfen. Ja, schauen wir, wo wir landen. Aber wir müssten eigentlich direkt bei den Western Docks sein. Ich glaube, erstmal, wenn man ein anderes Gebiet betritt, wird automatisch gespeichert. Zumindest wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja. Genau das meinte ich. Gibt es noch einen anderen Weg rüber? Wäre vielleicht besser, wenn ich dem aus dem Weg gehe. Wir hatten hier eigentlich die 2 Missionen. Und für eine Mission bin ich hier sogar fast direkt richtig. Wie gesagt, die dürfen sich gern gegenseitig bekämpfen. Da habe ich nichts gegen. Zumindest nichts Wirksames. Okay. Die haben den Ding halt fast keinen Schaden gemacht. Und hier haben wir Alkohol. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Ja, manchmal zahlt es sich doch aus, mit den Leuten zu sprechen. Zuerst hin und wieder. Das Ding patrouilliert da unten. Gibt es noch einen anderen Ausweg? Oder irgendein Weg an dem Ding vorbei? Ich meine... Ich kann es probieren mit der Pistole. Also nicht mit der Schrotflinte, sondern mit dem Revolver. Das geht sogar von der Distanz aus. Ja. Und dann noch mal auf die Schrotflinte zurück.
schon, lass mich nachladen. Okay. Dinge durch. Und Level ein bisschen niedriger sein dürfen. Na gut. Allerdings, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir weiter, was euch gefallen hat. Wenn nicht, das sollte, könnt ihr gerne ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.